Bom dia, bom dia, bom dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. See, we actually managed to talk about sex and marriage. Look at that. Wir haben es tatsächlich geschafft, über Sex und Ehe zu reden. Schau dir das an. It would have been hard last year, but before Daniel was married. Letztes Jahr, als Daniel noch nicht verheiratet war, wäre das schwer gewesen. Now I have an expert translator on this subject. Jetzt habe ich einen Fachübersetzer für dieses Thema. Sorry, I had to say that. Tut mir leid, das musste ich sagen. And if he's not an expert yet, he will be one after this recording. Er ist noch kein Experte, aber nach dieser Aufnahme wird er einer sein. But think, Überleg doch mal, what would happen if every married couple in their sexual relationship was passieren würde, wenn jedes verheiratete Paar in seiner sexuellen Beziehung sagen würde, would say, this is not about me. hier geht es nicht um mich. This is about showing kindness and intimacy to my partners. Es geht darum, meinem Partner Freundlichkeit und Intimität zu zeigen. Do you know what I really believe? Weißt du, was ich wirklich glaube? That true sexual relationship in a marriage is an incredible act of worship. Eine echte sexuelle Beziehung in einer Ehe ist ein einzigartiger Akt der Anbetung. You know why I believe this? Weißt du, warum ich das glaube? Because worship in the true biblical sense, it means to bow down and to surrender to God. Weil Anbetung im wahren biblischen Sinne bedeutet, sich vor Gott zu verneigen und sich ihm hinzugeben. So what is it except it's true surrender to God when you honor your husband, honor your wife in a sexual relationship? Wenn du also deinen Mann, deine Frau in einer sexuellen Beziehung ehrst, ist das nichts anderes als eine wahre Hingabe an Gott. It's a beautiful act of worship. Es ist ein schöner Akt der Anbetung. Now Paul continues in verse 4. In Vers 4 fährt Paulus fort: Neither the husband nor the wife have exclusive rights to their own bodies, but those rights are to be surrendered to the other. Weder der Ehemann noch die Ehefrau haben das alleinige Recht auf ihren eigenen Leib, sondern diese Rechte sollen dem anderen übertragen werden. You know, it's really interesting Es ist wirklich interessant, that when Paul says here that husband doesn't have a right over his body, nor the wife over her. dass, wenn Paulus hier schreibt, dass weder der Ehemann Rechte über seinen Leib hat, noch die Ehefrau über ihren, The original Greek word here is exousia, which means authority. hier im griechischen Original exousia verwendet wird, was Autorität bedeutet. Again, I've seen this Bible verse abused to almost rape their own wives. Ich habe schon oft erlebt, dass dieser Bibelvers benutzt wurde, um die eigene Frau beinahe zu vergewaltigen. And I tell you why I use the word rape. Ich sage dir, warum ich das Wort vergewaltigen verwende. Rape means you force somebody to have sex against their will. Vergewaltigen bedeutet, dass man jemanden gegen seinen Willen zum Sex zwingt. So what happens if you're married Was ist, wenn du verheiratet bist and your wife does not want to have sex? und deine Frau keinen Sex haben will? And you use this Bible verse to force her to have sex. You have raped her. Und du diesen Bibelvers benutzt, um sie zum Sex zu zwingen. Du hast sie vergewaltigt. You might not have used physical force, but you have used mental and spiritual force. Du magst zwar keine körperliche Gewalt angewendet haben, aber du hast geistige und geistliche Gewalt angewendet. See how serious this is? Siehst du, wie ernst das ist? Now look at this. Nun schau. When the Bible says neither the husband nor the wife have exclusive rights to their own bodies, but those rights are to be surrendered to the other. Wenn die Bibel sagt, weder der Ehemann noch die Ehefrau haben das alleinige Recht auf ihren eigenen Leib, sondern sie sollen es dem anderen übertragen, Look, it's not saying manipulated, it's saying surrender. dann heißt es hier nicht manipulieren, sondern übertragen. Now, surrender is a choice that you do voluntarily, otherwise it's not surrender. Eine Übertragung ist eine Entscheidung, die du freiwillig triffst, sonst ist es keine Übertragung. So look, Schau, Paul does not say, husband, tell your wife that she does not have the exclusive right to the body. She has to surrender it to you sexually. Paul doesn't say that. Paulus sagt nicht, Ehemann, sag deiner Frau, dass sie nicht das alleinige Recht auf ihren Leib hat, sondern ihn dir sexuell überlassen muss. Das sagt Paulus nicht. No, Paul is saying, husband, don't be selfish. Nein, Paulus sagt, Ehemann, sei nicht selbstsüchtig. And he's also saying, wife, don't be selfish. Und er sagt auch, Ehefrau, sei nicht selbstsüchtig.
Surrender to one another in this sexual relationship, and by this you glorify God. Gebt euch in der sexuellen Beziehung einander hin und dadurch verherrlicht ihr Gott. You know, this mutual surrender, this is what sex and marriage makes it so beautiful. Diese gegenseitige Hingabe ist es, die Sex und Ehe so schön macht. If we could only learn that this is something that the Bible teaches us how we have to live with one another. Wenn wir nur lernen könnten, dass die Bibel uns damit genau zeigt, wie wir miteinander leben müssen, We would be an incredible testimony to this destroyed and filthy and lustful world. wären wir ein unglaubliches Zeugnis für diese zerstörte, schmutzige und lüsterne Welt. And we would also live in relationships with one another that are harmonious and peaceful. Und wir würden auch in harmonischen und friedlichen Beziehungen zueinander leben. Now, when Paul talks here about this mutual surrender to one another, Da Paulus hier von der gegenseitigen Hingabe aneinander redet, I want to also address something here. möchte ich auch noch etwas ansprechen. Looks like I'm really doing a marriage seminar, doesn't it? Es sieht so aus, als würde ich wirklich ein Eheseminar machen, oder? But guys, I've seen, now I'm going to talk to the wives. Aber Leute, ich habe gesehen, jetzt spreche ich zu den Ehefrauen. I have seen a whole bunch of Christian wives manipulating the husband using their sexuality. Dass eine ganze Reihe christlicher Ehefrauen ihre Männer mit ihrer Sexualität manipulieren. Now, this is a very dangerous thing to do. Das ist eine sehr gefährliche Sache. You know, like if I give him sex, then I will get what I want. So etwa wie, wenn ich mit ihm schlafe, bekomme ich, was ich will. Do you know, Weißt du, if I would have ever felt Debbie doing this to me, I would have rather not had sex with her. wenn ich jemals gefühlt hätte, dass Debbie das mit mir macht, hätte ich lieber keinen Sex mit ihr gehabt. Because I'm almost allergic to being manipulated. Weil ich fast allergisch auf Manipulation reagiere. Because at the end of my life, I have to give account to Jesus, not to people. Denn am Ende meines Lebens muss ich Jesus Rechenschaft ablegen, nicht den Menschen. So wives, surrender as an act of worship, voluntarily, lovingly to your husband. Don't use sex to manipulate him. Also Frauen, gebt euch als Akt der Anbetung freiwillig und liebevoll euren Männern hin und benutzt den Sex nicht, um sie zu manipulieren. If you do this, you're entering a very, very dangerous life. Wenn du das tust, begibst du dich in ein sehr, sehr gefährliches Leben. So remember, Denk daran, all of this was written to an immature church who lived in sin and had terrible consequences because of it. dies alles wurde an eine unreife Gemeinde geschrieben, die in Sünde lebte und deshalb schreckliche Konsequenzen zu tragen hatte. Let's learn from this. Lass uns daraus lernen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.